der letzte Beruf, den ich ausgeübt habe, war als ja, im Vertrieb einer Schallplattenfirma. Und ich weiß nicht, vielleicht wäre ich jetzt in der Chefetage und hätte den Laden übernommen. Aber das ist alles hypothetisch. Nicht geklappt. Hätte eventuell sein können. Das ist einfach, das ist so das Bandfeeling einfach. Man ist so eine irre Truppe. Irgendwie passt die ganze Situation zu jedem von uns und irgendwie, ja, das ist einfach, macht tierischen Spaß seit 13 Jahren. Also ich finde es auch toll, zum einen, dass man halt viel unterwegs ist, auf Reisen, andere Länder sieht, überall auf der Welt Fans hat. Das ist irgendwie ein tolles Gefühl. Zum Beispiel jetzt waren wir in Australien und dann hinterher, also nach der Show waren wir noch in so einem Club und dann kamen da auch Leute an, die Fotos machen wollten, Autogramme, und da hatte ich gar nicht so mit gerechnet. Man denkt ja immer, das ist so weit weg und da kennt einen keiner so richtig, und das ist dann immer wieder doch eine positive Überraschung irgendwie. Also das macht schon Spaß. Michael ist ja noch relativ neu. Was findest du gut? Das ist, was ihr gesagt habt, hat ja schon Hand und Fuß. Aber was ich dazu sagen muss, man kommt auch an Orte, die man sonst nie wahrscheinlich sehen würde. Also ich glaube, in meinem Leben wäre ich nie nach Indien gefahren, zum Beispiel, wo wir ja auch schon waren. Das stimmt. Also ich höre sehr viel Trance, Techno, ja, alles, was so ins Bein geht. Aber hin und wieder auch mal so ein paar ruhigere Sachen, das ist auch situationsabhängig. Also was weiß ich, wenn man jetzt so im Herbst, Winter vorm Kamin sitzt, höre ich auch gern mal Enya, so ein bisschen ruhigere Sachen. Aber so Richtung Wochenende, wenn man dann ausgeht oder so, höre ich eigentlich am liebsten House, Techno, alles Mögliche. Michael? Ich auch. Ja. Oh, das wechselt von Zeit zu Zeit. Im Moment mag ich eigentlich gern so, also die aktuelle Single natürlich und Jumping All Over the World, das ist der Titelsong vom neuen Album. Ich finde, das ist so, hat so eine positive Energie. Und klar gibt es auch so Klassiker, so ältere Tracks, das ist bei mir so ein All-Time-Favorite, ist immer noch Call Me Manana oder No Fate. Nur das Ding ist natürlich, so bestimmte Sachen hat man so oft schon gespielt, auf jeder Tour, dass man natürlich die dann nicht unbedingt immer zu den Favoriten zählt, deswegen sind so neue Titel immer ganz gut. Michael? Nisaya, meiner ist Nisaya. Und Rick? Jigga, Jigga. Giga, Giga. Giga, Giga. Nur die Texte schreibt meistens ja ich, und das ist ganz unterschiedlich. Also zum Teil lässt man sich inspirieren, wenn man irgendwo was aufschnappt, also wenn wir unterwegs sind. Zum Beispiel neulich habe ich irgendeinen Spruch gesehen, da hatte einer so einen Aufkleber auf dem Auto. Be the change that you want to see. Oder wie ging das noch? Ich habe es vergessen, werdet ihr beim nächsten Song dann hören. Ich habe mir das aufgeschrieben. Also das ist ganz unterschiedlich. Also ich setze mich da wirklich hin und schreibe dann einfach wild drauf los und dann irgendwie so die besten Sachen, die dann auch passen in den Beat, die nehme ich dann. Das war in einer ganz frühen Phase. Da waren wir, also es war kurz nach Hyper Hyper Move hier erst die ersten Titel. Wir waren unterwegs in Italien. Das war alles noch nicht so professionell organisiert wie heutzutage. Man hat natürlich auch nicht richtig live spielen können damals, weil das alles noch so zwischen Tür und Angel war, provisorisch. Ich weiß noch, wir hatten dann, die Musik kam von so einem digitalen Bandrekorder. Wir standen vor einem Keyboard ohne irgendwelche Kabel drin und dieser Rekorder, das Abspielgerät fiel mitten im Song aus. Das leierte nur noch und ich glaube 3000 Leute haben richtig brutal geboot und gepfiffen. Ja, zum Glück ist das alles lange her und passiert heute nicht mehr. Als ich in der ersten Reihe mehrere Mädels entblößt haben und die BHs auf die Bühne geschmissen haben. Ja gut, was heißt befreundet? Man trifft halt Leute, eher, ich würde sagen, bekannt, weil befreundet ist immer so, dafür reicht oft die Zeit nicht.
Ja gut, das war mal hier mit Ralf Möller. Dieter Bohlen kenne ich schon lange aus Hamburg. Der ist ja auch ständig auf Piste. Sascha trifft man immer mal wieder, der ist auch super nett. Ja, Alex Christensen. Justin Timberlake ist mein Freund. Michael Jackson kommt ab und zu bei mir zum Kaffee. Wir haben noch eine ganze Menge Bock an der Sache und ich glaube, irgendwie kriegen wir das hin, dass wir noch weitermachen. Danach ist echt ein großes Fragezeichen, das weiß man dann nicht. Wir haben ja immer gesagt, wenn wir mal nicht mehr selber auf der Bühne stehen, würden wir gerne andere Leute produzieren. Aber gut, man ist trotzdem natürlich immer noch so, ja, so Rampensau-mäßig drauf, dass man halt selber gerne auf der Bühne steht. Aber wer weiß, vielleicht irgendwann, wenn ihr singen könnt, produzieren wir euch. Wer weiß. Also ich würde ganz gerne Jack Nicholson mal interviewen. Ich finde das echt ein cooler Typ, so mit meinem Lieblingsschauspieler. Dann, Michael, du guckst so. Ja, ich bin auch am Überlegen. Rick? Ich weiß, weiß nicht. Vielleicht dich mal interviewen. Du mich? Was dir in den Sinn kommt. Ja, also wie gesagt, Jack Nicholson könnte ich mir gut vorstellen. Mensch, wen hatten wir denn noch? Das ist immer so spontan, dann fällt einem das nicht ein. Also, wie heißt sie noch? Isabelle Huppert, also die wird geschrieben Isabelle Huppert, ich glaube, das heißt Huppert. Das ist eine französische Schauspielerin, die finde ich unheimlich cool und die spielt ganz toll. Also man kennt die hierzulande leider gar nicht so, aber müsst ihr mal darauf achten. Also die finde ich sehr interessant. Rauchen, Oldtimer fahren. Ich fahre jeden Tag 50 Kilometer Fahrrad für den Klimaschutz. Und gegen meine Beschau- Ich bin gar nicht da. Achso, wie? Ich bin gar nicht da. Er ist nicht da. Ja gut, was heißt Klimaschutz? Ich finde, das ist auch immer so, teilweise wirkt das auf mich nicht so überzeugend, weil wir sind ja auch oft in Russland unterwegs oder im Ostblock und das sind ja riesige Länder. Und wenn du dann siehst, dass die da mit Autos rumfahren, wo meistens nicht mal der Auspuff dran hängt und das alles nur stinkt und alles zugenebelt wird, und dann wird hier immer ein Aufwand gemacht und dann guck dir mal Deutschland auf der Karte an und dann finde ich das immer so blöd, die verpesten die ganze Luft und dann heißt es hier, wir dürfen nichts mehr machen. Wir waren letztens im Flugzeug sehr viel unterwegs auf unserem Australien-Trip und da haben wir gesehen, wie viele Flugzeuge weltweit überhaupt in der Luft sind. Und dann regen sie sich hier auf über die Geschwindigkeit, irgendwie wollen das begrenzen und denken, das macht irgendwas aus. Und wir sind umgeben von tausenden Flugzeugen jeden Tag. Also Ja, das ist oft so Aktionismus. Mir fehlt da so ein bisschen der Sinn oder der Hintergrund. Es wirkt manchmal einfach nur lächerlich, ne? Also ohne, dass man das jetzt, natürlich ist man auch dafür, irgendwie das Klima zu erhalten und da was für zu tun. Aber die Aktionen, die gefahren werden hier, sind teilweise so, dass man das nicht so ganz nachvollziehen kann. Ja, sind schon ein paar leckere dabei. Nein, aber Quatsch. Also die meisten sind wie ich von unseren Fans wie ich nett und teilweise kennt man halt auch einige Fans schon seit Jahren, weil die immer wieder irgendwo aufkreuzen, auch bei Autogrammstunden oder so. Und ich muss sagen, wir haben da eigentlich ein ganz lockeres, nettes Verhältnis. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns komplett abschotten. Manchmal finde ich, ist das auch so ein bisschen affig, wenn man zu viel auf Distanz geht. Also ich finde das ja eher gut, dass man Fans hat, die auch die Musik gerne hören, die einen über Jahre so die Treue halten. Und dann fände ich es auch doof, wenn man dann so tut, als würde einen das nerven. Also ich finde das immer eher positiv und ein Zeichen, dass man überhaupt noch ja, erfolgreich ist und nicht schon langsam abgemeldet ist oder so.